Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Vampyr. Letzten Part haben wir uns ja ein bisschen die Zukunft voraussagen lassen, die nicht so rosig aussieht. Ja. Haben auch jetzt alle Informationen zu Aloysius. Ich schaue gerade. Ob ich sonst noch irgendwas machen können, bevor ich mich um Mr. Dawson kümmere? Ich glaube nicht. Nachdem das Anwesen ja scheinbar hier zum Park gehört, oder der Park zum Anwesen, wenn ich es richtig erkannt bzw. gesehen habe. Das wollte ich nicht. Und ich will nicht ausweichen so schnell. Ich kann glaube ich bei denen auch vorbeilaufen. Okay. Wie gesagt, einmal mit denen vorbeilaufen. Ist am schlausten. Oder müssen wir in den Kanal rein? Ich schaue gerade, ob ich den los werde. Scheinbar nicht. Muss ich so machen. Das heißt, ich muss schon irgendwo hier in der Kanalisation lang. Nur die Frage, wo. Wo muss ich da lang? Irgendwie gab es da, glaube ich, keinen weiteren Weg. Ja, hier sehe ich halt auch nichts. Wie gesagt, dass das hier. Von Private. Die Kanalisation bringt mich ja nur quasi zurück zum anderen Restaurant. Hat er hier keinen anderen Weg. Hätte hier sein können. Ich da irgendwas übersehen habe.
Was sehe ich gerade? Irgendwas übersehe ich gerade. Hier war ja auch nichts weiter. Ist ja das? Hier ist ja nichts. Da ist nur der Weg nach unten. Der man da oben auch nicht lang kann. Jetzt könnte man das Wasser hier noch weiter ablassen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das bringt mich nur wieder zurück hier. Dann, wie gesagt, das blick ich gerade nicht ganz. Wir hatten schon den Kommentar, dass wir über die Kanalisation zu seinem Anwesen kommen. Aber da in der Kanalisation ist kein weiterer Weg. Die Kanalisation führt uns nur hier hin. Was übersehe ich? Wie gesagt, da waren keine anderen Wege gerade unten. Sonst keinen, die ich gesehen hätte. So. Hier hinten geht's auch nirgends hin. Beziehungsweise habe ich mich fast gar nicht umgesehen. Den ja direkt ein paar Wachen sind. Wie gesagt, das hätte es noch sein können. Dass das hier das Anwesen ist. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Die Tür ist schon offen. Hier noch rein? Nö, ich kann hier nicht rein. Hier schon das richtige Haus sein. Wieso der Marker dann hier drüben ist, weiß ich gerade nicht. Nach hinten komme ich nicht. Ja. Versuchen wir es. Auch. Oder Eingangstür. Das letzte Haus ist, das wir hier offen haben. Dawson's mansion. Okay, wir sind richtig. Here I am at last.
But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? Wie gesagt, ich warte ab, was die Möglichkeiten sind. Sonst werden wir ihn aussaugen. Ich weiß gar nicht, wie groß das Gebäude ist und wo ich überhaupt hin muss. Normalerweise müsste man, glaube ich, ins obere Stockwerk. Was man auch 2 Flügel hier im Haus braucht. Okay, andere Zeiten, da war das mit der Musik noch ganz anders. Obwohl, ich glaube, so ein Plattenspieler oder so müsste es da auch schon gegeben haben. Zumindest so einen zum Kurbeln. Nehme ich zumindest mal an. Okay, jetzt haben wir ein Schloss vor. Wo ist er wirklich? Na, hier. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann. Aber ich sag mal so, wir haben das noch nicht eilig. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold. So cold. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Ja, das werden wir noch sehen. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London.
I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Ich glaube, die Mauer funktioniert so nicht wirklich gut. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Ja, wie gesagt, das wird auf Dauer nicht funktionieren. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Vor allem, was machen die mit der Versorgung? Irgendwie müssen die auch an Nahrung und so kommen. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Okay. Wir können ihn aussagen, wir können ihn verwandeln. Allerdings auch von mir dabei 2000 Erfahrung. Will ich nicht machen. Oder wir können ihn vergessen lassen, dass er Angst und Tod hat. Wir haben letztes Mal das mit dem Anziehen dafür zugesorgt, dass wir einen Skull quasi gemacht haben. Ist quasi Unsterblichkeit. Verbunden mit dem, dass er relativ alles vergisst. Ich meine, das ist die Option, die wir freigeschaltet haben. Von dem nehme ich die. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand.
No more fear, I will die a man of dignity and a man at peace. Und wir haben eine neue Bandstufe. Okay. Er ist nicht tot. Noch nicht. Aber ja. Mal schauen, ob wir jetzt auch so einen Skull quasi gemacht haben. So bei Dorothy. Und jetzt haben wir einen Besucher. Der wissen möchte, was wir gemacht haben. Aber ja, jetzt können wir eigentlich jeden im Band ziehen, den wir möchten. Man die Stufe 6 Leute fehlen. Ja, Stufe 6 kann man auch, glaube ich, nicht im Band ziehen. Erzählen, dass hier die Stützen sind, die man so aussaugen sollte. Oder auch nicht. Gut, sprechen wir mit Lord Redgrave. Der wird sowieso nicht rauskommen. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn, as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Okay. So viel dazu. Ja, wie gesagt. Wir haben hier von... Mensch, wie hieß sie nochmal? Lady Ashbury erfahren, dass er nicht von adeliger Herkunft ist. Heißt, Mr. Dawson wird wahrscheinlich zum Skull. Das hat er sich selbst gemacht. Und uns nicht die Drecksarbeit überlassen. Und die alte Bridget ist auch hier. Wie kommen wir zu der Ära? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked.
We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Okay. Heißt, Lady Ashbury hat auch das Vertrauen der Kanalskulls. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Heißt, sie als Bridget kennt den, der uns erschaffen hat. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Okay, wenn die jetzt angreifen, ist es natürlich schlecht. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie viel gefragt hat. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Ich glaube, die alte Bridget ist auch der älteste Skull, der noch bei Verstand ist. Beziehungsweise, ich glaube, die ist sogar älter als Lord Redgrave. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sie genauso stark ist wie... Aber ich wüsste gerade nicht, wer stärker ist. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. Okay. Ein paar Fragen bleiben trotzdem offen. No time to lose then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Sie kann ja ausrichten, dass wir uns unterhalten müssen. Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising.
Okay. Hm. Okay. Wir müssen wieder zum Pembroke zurück. Eigentlich, bevor ich da jetzt hingehe, gehe ich nochmal hier hin. Und haben wir noch Camellia. Den, wie gesagt, ich annehme, dass die hier so nebeneinander sind, so knapp, dass man die alle erledigen sollte, sonst fliehen die. Und irgendwann möchte ich ja doch noch mal ein bisschen leveln. Kann nicht schaden. You really thought you could betray Lord Redgrave without paying the price? Okay. Ja, natürlich das klang klapp. Ist jetzt sonst ja. Ich glaube, da werden wir noch ein paar mehr sehen von denen. Das wäre jetzt nur einer. Ich kann sagen, ich habe gerade alles gehört. Ja, die Leute vom Masculine Club können wir natürlich auch noch alle erledigen. Wie viele waren das? Ich glaube, ohne Aloysius waren es, glaube ich, 5 oder 6 mit Lord Redgrave. Wollte ich noch anlaufen? Ah ja, stimmt, das Camellia. Wo ist denn die? Ist doch normalerweise irgendwo hier hinten unterwegs. Was war das gerade für ein Fehler? Hello again, miss. Oh, cruel thief. I still had so many things to give to this world. You stole all my tears and all my joys to come. Okay. Ich dachte, sie bleibt bis zum Schluss stumm. Ganz ehrlich. Habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, noch mehr Gutscheine. Bin ich gerade noch irgendwo ein Gedicht? Skulls, große Jagd. Nö, das war nichts. Wir haben auch noch Schlüssel. Von Delaney. Und Mrs. Goswick. Achso, ich glaube, die Schlüssel bleiben grundsätzlich erhalten. Oder? Das wäre dann ein Minus-Symbol da
wo ich stehen kann. Also, dabei stand. Lässt mich ja die Seite nicht umblättern. Egal. Und dann hatten wir noch den Schal. Mit traditionellen rumänischen Muster. Ich weiß nicht, ob er mir viel dazu erzählen kann. Und ja, frage ich sie hier unten. Shit. Okay. Das ist ihr Schal. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Okay, leider. Ja, falsche Person gegeben. Goodbye, Miss. Take care of yourself as best you can. Das war leider die falsche Person. Egal. Ist nur halb so tragisch. Mit dem kann ich hier nichts machen, oder? Good. Ne, bei ihm habe ich ja alles. Hat er irgendwas Brauchbares dabei? Nee, nicht wirklich. Reden wir noch mal hier mit den Sohn. Good evening. Even my dreams are soaked with gloom. I'm not. Nee, da fehlt mir irgendwas, was ich nicht gefunden habe bisher. Even my dreams are soaked with gloom. Na gut. Dann werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch vielmals zu den Lastenwertungen, der es euch gefallen hat. Wenn nicht das sollte, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.